Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um den zweiten Teil der Serie Quiltübungen für Anfänger. In der ersten Serie hatten wir kreuz und quer gezogene Linien kennengelernt und dieses Mal nähen wir Schlangenlinien. Wieder auf einem 30 x 30 cm großen Patch und aus unserem fertigen Patch erstellen wir eine Hülle für Flaschen, so dass ihr jede Art von Flasche, die ihr gerne mitnehmen mögt, auch transportieren könnt mit einer Gürtelschlaufe und einer kleinen Schlaufe zum Aufhängen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Wir legen los. Wir starten mit unserem Sandwich. Das Top ist 30 x 30 cm groß. Als Füllung nehmen wir wieder Thermolan, weil das Ganze so wunderbar gut haftet. Unsere Thermolanfüllung ist wieder ein bisschen größer als unser Top, damit wir sehen, ob alle Lagen gut liegen. Und die untere Stoffbahn halten wir ein Stück größer, damit wir daraus später wieder unser Binding arbeiten können. Zusätzlich brauchen wir 2 Schrägbandstreifen in einer Länge von 15 cm. Die Breite spielt keine Rolle. Mit einem reversiblen Stift zeichnen wir Linien im Abstand von 5 cm. Dazu können wir einen Friction, einen Trickmarker oder einen White Marker benutzen. Wir nehmen unser Lineal, legen 5 cm an und ziehen unsere Linien über unser ganzes Patch. Wenn wir das haben, nehmen wir das mit zur Maschine. Bevor wir anfangen, erinnern wir uns noch einmal, dass unsere Maschine nur diesen kleinen Ausschnitt vom Stoff transportiert. Nur das, was die Maschine tatsächlich greift. Das transportiert sie gerade weiter. Wir nehmen unser Sandwich und legen das unter die Maschine. Zwischen dem äußeren rechten und dem nächsten rechten Strich legen wir unser Füßchen an der oberen Kante genau in der Mitte an. Beim letzten Mal haben wir unseren Stoff einfach nur blockiert und haben kreuz und quer laufende Linien auf unseren Stoff gemalt. Dieses Mal möchten wir Schlangenlinien über unsere gerade gezogenen Linien laufen lassen. Dazu holen wir zunächst einmal wieder den Unterfaden nach oben. Wir vernähen 3-mal auf der Stelle und lassen unsere Nadel im Stoff stecken. Wir blockieren unseren Stoff wieder an einzelnen Ecken und lassen ihn so genau in Wellen über unseren Strich wandern. Greifen um. Dreht den Stoff. Spielt mit dem Stoff, dreht ihn einfach unter der Maschine. Von hier wandern wir zum nächsten Punkt weiter. Wir drehen das Ganze um und starten erneut. Stellt euch vor, ihr lasst den Stoff tanzen. Alles, was meinen Stoff bremst, verändert meine Linie. Und das ist okay. Wenn unser Stoff an den Seiten schon blockiert, können wir ihn ein bisschen einschlagen. Das können wir an beiden Seiten machen und wir können unsere Führung dadurch ein bisschen ändern. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr diese Videoserie gerne weiterverfolgen möchtet, freue ich mich sehr über ein Abo und ihr bekommt bei jedem Video Bescheid.
Drehen erneut. Können unseren Stoff auch schräg ein bisschen ziehen. So. Und erreichen so kleinere Wellen. Wenn wir das haben, kopieren wir unsere Wellen. Wir setzen wieder auf, wandern ein Stück zur Seite. Und wir lassen unser Füßchen parallel zur Linie laufen. Versucht die gleiche Welle zu kopieren. Denkt daran, wenn das krumm und schief wird, ist das völlig okay. Das wird eine Trinkflaschenhalterung. Ihr seht immer nur kleine Ausschnitte. Ihr seht später nie, ihr könnt nachher nie die einzelnen Linien vergleichen. Und das ist ganz gut. Stellt die Stichlänge an eurer Maschine nicht zu groß ein. Wenn ihr hier einen kleinen Stich wählt, dann habt ihr eine viel leichtere Führung. Macht es euch da nicht unnötig schwer. Und wir kopieren. Versucht einfach nur herauszufinden, wie läuft die Maschine und wie ist es für euch angenehm, den Stoff unter diesen Bedingungen zu führen. Möchtet ihr lieber den Stoff drehen? Oder fangt ihr bereits an, den Stoff ein bisschen zu ziehen? Unter der Maschine so ein bisschen hin und her zu gleiten. Versucht mit der Zeit von der durch Drehen geführten Technik zu einer leichten Ziehbewegung zu kommen. Während die Maschine den Stoff greift und weiter geradeaus schiebt, können wir unseren Stoff nehmen und ganz leicht nach rechts oder nach links ziehen, sodass wir eine Seitwärtsbewegung erhalten. Wenn sich die Linien wie hier schon berühren, dann interessiert uns das gar nicht. Wir nähen einfach darüber hinweg. Yay! Greift nach, wenn ihr merkt, ihr habt nicht mehr die Kontrolle. So, unser Patch ist soweit vorbereitet. Nun möchten wir in unserem Patch Briefecken einsetzen. Ich arbeite meine Briefecken mit der Briefeckenschablone. Dazu habe ich euch ein Video hier, da oben in der Ecke verlinkt. Zunächst einmal schneiden wir unsere Fließeinlage zurück. Wir schlagen den Unterstoff weit genug zurück, damit wir ihn nicht mit abschneiden. Und wir schneiden einmal unser Vlies ab. Wirklich nur unser Vlies. Wenn ihr einmal abgeschnitten habt und ihr merkt, oh hoppala, da bin ich jetzt aber ein bisschen weit gegangen und ihr habt nicht nur durch euer Vlies, sondern auch durch euren Bindingstoff geschnitten, ist das auch gar kein Problem. Ihr schlagt das Ganze einmal um, schlagt euer Binding zurück, so, dass es gerade liegt. Hier ist eure geschnittene Ecke, euer Loch, und wir nähen einmal füßchenbreit an der umgeschlagenen Kante entlang. So schaut das Ganze nun aus. Wir schlagen unser Stoffstück wieder hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einmal bügeln. So schaut das Ganze nun aus und unser Loch verschwindet in der Innenseite. Und wenn wir das nun umschlagen, haben wir ein beidseitiges Binding. Wir arbeiten nun unsere Briefecken ganz unabhängig von unserer zusätzlichen Naht. Unsere Briefecken sind vorbereitet und an der Seite, an der wir durch unseren Stoff geschnitten hatten, sieht das Ganze nun so aus. Hier ist die umgeschlagene Kante und hier ist unser extra Absatz. Wir nehmen unsere beiden Schrägbänder. Ein Schrägband falten wir zur Mitte und steppen das einmal knappkantig ab. Das schaut dann so aus. Das zweite Schrägband
falten wir einmal doppelt und steppen das rundherum knappkantig ab. Unsere beiden Schrägbänder möchten wir an der oberen Kante mit einarbeiten. Das heißt, wir schlagen nun unser Binding nach innen, halten das mit Klammern fest, nehmen unsere Schlaufe, bringen die genähten Kanten zueinander, schieben das bis an unseren Stoffrand, falten unser Binding darüber und stecken das einmal fest. Hier haben wir später unsere Schlaufe. An unserer zweiten Seite nehmen wir unsere doppelt genähte Schlaufe, schieben sie ebenfalls unter unser Binding und stecken sie fest. So schaut das Ganze nun aus. Kontrollieren geht schneller als trennen. Unsere obere Kante, unsere Schlaufen. Wir nähen einmal unsere Kante ab. Unsere äußere Füßchenkante läuft parallel zur äußeren Stoffkante und wir nähen. Ich habe eine Stichlänge von 3 eingestellt. Ihr könnt 4 wählen, was auch immer euch da genehm ist. Wir nähen unsere Schlaufe mit ein. Und nähen weiter. Wir nähen die nächste Schlaufe mit ein. Unsere beiden Schlaufen möchten wir nun einmal verstärken. Wir verstärken einmal die obere Kante bei unserer Schlaufe. Ich habe hier einen Zickzackstich von 2 und eine Stichweite von 0,2 eingestellt. Wir verstärken die obere Kante bei unserer Gürtelschlaufe. Und wir schließen die untere Kante. Wir legen unsere Schlaufe gerade hin und steppen einmal über unsere Kante. So schaut das Ganze nun aus. Unsere Schlaufen sind verstärkt und sicher angebracht. Und nun können wir daraus unsere Trinkflaschenhülle arbeiten. Unsere Schlaufen liegen innen und wir falten unsere Hülle einmal zusammen. Unsere Außenkanten liegen aufeinander, unsere Schlaufen liegen innen. Und das Ganze stecken wir einmal fest. Wir nähen einmal diese beiden Seiten zu. Der Stoff liegt jetzt sehr dick, daher die 80er Nadel. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne eine 90er Nadel verwenden. Wir setzen ein bisschen innen an, achten darauf, dass wir hier die Enden nicht verziehen. So, haben unseren Gradstich eingestellt und eine Stichlänge von, ich wähle 2, das ist eine innenliegende enge Naht. Wir nähen etwa 2 mm innen neben dieser Naht. Für unseren Boden ziehen wir einmal beide unteren Lagen auseinander, falten das einmal auf, so, und wir messen auf beiden Seiten 4 cm ab. So schaut das Ganze aus. Und hier möchten wir jetzt sehr langsam drüber nähen. Nehmt ruhig eine 100er Nadel, wenn ihr mögt. Ich halte die 80er. So schaut das Ganze nun aus. Unsere beiden Ecken schlagen wir nachher nach innen und die verstärken nochmal unseren Boden. Und nun können wir das Ganze wenden. So, bringen die Ecken ein bisschen hier nach außen, stülpen das Ganze hoch und wir bügeln einmal unsere Streifen weg. So, wir gehen einfach mit der Hand hinein und gehen einmal mit dem Bügeleisen darüber. Das ist Thermolan. Das funktioniert jetzt wunderbar. Und tada! Unsere Flaschenhülle ist fertig. Wir haben eine Schlaufe zum Aufhängen, eine Schlaufe für unseren Gürtel und wir können unsere Flaschen nun ganz einfach darin transportieren. Wenn ihr euren Smoothie mit zur Arbeit nehmen möchtet, geht auch das. Und sogar die Flaschen vom Sprudler passen hinein. Ein bisschen eng und das sitzt perfekt. In der nächsten Folge Quiltübungen für Anfänger werden wir endlich unser Füßchen versenken und schauen, was dann passiert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ihr näht diesen kleinen
Trinkflaschenhalter einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.